Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20, denn dieser Server bricht sämtliche Rekorde, auf die wir heute auch nochmal eingehen wollen. Der Server ist echt absolut stark. Wir schauen mal kurz, wir haben mittlerweile ein bisschen über 52.000 Spieler, also es kommen täglich wirklich tausende neue Spieler hier dazu, was wirklich von großem Interesse zeugt und das ist definitiv nicht schlecht. Man kann jetzt auch immer noch auf EU20 einsteigen, guten Gewissens, wenn jetzt Leute irgendwie jetzt im Nachhinein neu anfangen sollten oder so. Ich denke mal, EU20 wird ein ziemlich langfristig guter Server werden, ja, der sehr von starker Aktivität überzeugt hier. Ja, ansonsten haben wir hier momentan gerade so die Rangliste auf dem Server. Ja, nachdem das Avatar Race zu Ende gegangen ist, tut sich hier jetzt nicht mehr ganz so viel von den Leveln her. Es wird langsam ein bisschen schwieriger, weiter voranzuschreiten, und das sieht man auch ganz klar an den Leuten hier, dass nicht mehr so hardcore gepusht wird wie vorher. Es ist aber auch wirklich schwierig, nachher in dem Levelbereich noch wirklich ständig Level zu grinden, weil das Ganze natürlich nachher immer schwieriger wird, umso höher man im Level kommt. Die Dungeons werden schwieriger und man müsste halt viel mehr Pilze aufbringen, um halt eben einen gewissen Push hinzulegen. Nichtsdestotrotz haben es hier Leute geschafft, viele Rekorde zu brechen, und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Es sind insgesamt 6 Stück an der Zahl, die jetzt noch dazugekommen sind, und zwar fangen wir da am besten gleich mal von oben an. Und zwar haben wir hier, das ist schon ein bisschen her, Turor hatte hier den Rekord auf EU20 gebrochen mit Jan den Hämmerer in der Kundschafterklasse. Ja, hatte er innerhalb von 7 Tagen gelegt, davor waren es 8 Tage. Den Rekord hatten wir schon, jetzt kamen aber noch viele weitere auch noch mit dazu. Hier haben wir einmal Frieren, der den Jan den Hämmerer-Rekord als Magierklasse gebrochen hatte. Ja, es hat ihn jetzt als Magier 10 Tage gebraucht, vorher war der Rekord bei 13 Tagen, also auch sehr stark. Dann ein weiterer Rekord, der vor 2 Tagen hinzukam, ist Bahamas Woe, der auch Jan den Hämmerer-Rekord mit der Druidenklasse gebrochen hat. Und ihn hatte es auch 10 Tage gebraucht, um ihn zu legen. Der vorherige Rekord lag bei 13 Tagen. Ja, dann haben wir noch direkt Bahamas Woe nochmal einmal hinterher als Druide, als schnellster Druide auf Stufe 300. Hat ihn insgesamt jetzt 11 Tage gebraucht. Der vorherige Rekord lag bei 15 Tagen. Ja, dann haben wir hier noch einen weiteren Rekord von Frieren. Ja, und Frieren auch mit der Stufe 300 als Magier, also den 300er Rekord als Magier gebrochen hier auf dem Server. Es hatte ihn hier ganze 12 Tage gebraucht, und vorher lag der Rekord bei 17 Tagen momentan als schnellster Magier 300. Ja, also jetzt hier die 12 auf jeden Fall voll gemacht. Und zu guter Letzt haben wir noch den guten Daedalus, der hier auch noch die Nekromanten vertritt mit seinem Stufe 300er Account, hatte ihn insgesamt 10 Tage gebraucht. Der vorherige Rekord lag bei 12 Tagen. Also die ganzen Rekordhalter wurden hier auch teilweise abgelöst, und da wurden die Rekorde auch unterboten. Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Ja, ist wirklich krass, was hier auf dem Server so passiert, was hier für Rekorde gebrochen werden, aber es war eigentlich auch schon mehr oder weniger zu erwarten, sag ich mal, dass man hier auf EU20 mit dem ein oder anderen Rekord rechnen kann, und ja, sehen wir tatsächlich halt eben auch so, ne? Genau, so sieht das Ganze aus, und ansonsten können wir auch noch mal gildentechnisch passiert hier natürlich noch nichts. Die Gilden sind am Raiden momentan noch gerade. Imbiss 69 ist jetzt bei dem 26. Raid jetzt momentan. Und wenn wir mal auf Freedom schauen, die sind auch beim 26. Gut, da tut sich natürlich nicht viel. Das sind natürlich beides Top-Gilden, die werden wahrscheinlich beide easy auf die 50 Raids durchkommen, bevor sie dann halt eben in die Phase reingehen, 26 hier auch bei Gem Miners, und die Leute halt eben auch in der Gilden-Ehrenhalle angreifen. Genau, bei World Guard ist leicht hinterher, aber auch die sollten eigentlich dazu in der Lage sein, gleich alle Raids mit mal durchzuknallen. Und deswegen, das sind nach wie vor natürlich auch die 4 stärksten Gilden hier auf dem Server. Imbiss
mit gutem Abstand, Freedom hinterher, World Guard, Gem Miners, so. Das sind auf jeden Fall hier die Top-Kandidaten für die Platz 1 bis 4, die sich dann wahrscheinlich langfristig hier auf dem Server etablieren werden. Und wir können ja auch noch mal kurz in die Webshop-Statistiken schauen. Dadurch, dass halt nicht mehr so viel passiert auf dem Server, achso, wir haben noch das beseelte Paket, tut sich hier auch von den Leveln natürlich nicht mehr ganz so viel. Klar, die Liste aktualisiert sich immer um 1 Uhr morgens oder irgendwie so, ne? Deswegen kann auch sein, dass hier oder da der ein oder andere schon das Level wieder überboten hat mittlerweile. Aber hier sehen wir nochmal geordnet die Top-Spieler nach Level im Moment, ja, und da haben wir halt eben auch die Leute, die zum Avatar-Race zum Ende hin sich ein knappes Battle geliefert haben, zumindest hier von den Stufen her, ja, haben wir hier den Cem mit dabei und die beiden Dämonenjäger, die hier weit über Stufe 300 gepusht haben. Und aber die anderen Leute ziehen auch langsam nach, ne? So sieht das Ganze aus. Und ja, wir brauchen ja jetzt großartig nicht mehr nach Klassen sortieren, ne? Natürlich ist das immer noch mal spannend zu beobachten, wie sich die Leute so im Nachhinein hier so verhalten von den Leveln her so, ne? Aber der Abstand ist jetzt nicht großartig geschmolzen, würde ich mal sagen, zwischen denen, die das Profilbild gewonnen haben und die halt eben leer mehr oder weniger ausgegangen sind, weil warum sollten die anderen Leute jetzt noch so einen Grund haben, großartig zu pushen so, ne? Weil das Ding ist ja jetzt sowieso durch und wie gesagt, es wird halt nachher nur noch teurer, unnötig teurer und deswegen kann man hier auch chillen an der Stelle, ne? Und das machen hier auch die meisten, so wie es gerade aussieht. Ja, bei den Druiden ist wirklich ein sehr heftiger Abstand, muss man sagen. Also da hat hier der Kovo auf jeden Fall deutlich einen vorgelegt hier, ne? Und auch bei den Nekromanten sehen wir hier definitiv einen guten Abstand und bei den Paladinen haben wir auch halt, wie gesagt, die zwei, die hier zum Serverende bzw. zum Avatarende hier oben mitgespielt haben und danach dann auch hier ein kleiner Abstand. Aber insgesamt in Masse betrachtet ist halt der Server nach wie vor immer noch ziemlich stark. Wenn wir hier mal so die Top-Liste runterscrollen, dann haben wir hier sehr viele Leute, die eine sehr hohe Stufe haben hier. Bis in den 500er Bereich hier sind die Leute über 200 nach der kurzen Zeit. Ja, danach geht es dann halt ein bisschen runter. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute hier irgendwie, weiß ich nicht, schlechter spielen oder weniger aktiv spielen. Die Leute, die hier unten sind, die haben wahrscheinlich einen anderen Playstyle. Ne? Die sind nicht inaktiv oder so. Die haben einfach nur einen anderen Playstyle, sind vielleicht ein bisschen pilzsparender am Start. So, und deswegen wird es wahrscheinlich abseits von den Top-Gilden natürlich auch viele Leute geben, die hier unten aktiv spielen, aber halt eben nicht so das große Geld investieren, was ja auch überhaupt nicht notwendig ist, sag ich mal so, ne? Genau, ja, ich werde auf jeden Fall ganz easy, ganz entspannt weiterhin mit meinem Char hier, mit meinem Paladin ein bisschen weiter questen so. Wir werden in die Bereiche noch hier auf EU20 reingehen, wo man halt easy noch hinkommen kann, wo man sehr schnell sehr viele Level rausholen kann und werden hier noch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen EU20 noch begleiten und dann mal schauen, aber allzu lange wird es nicht mehr werden. Also so lange wie zum Beispiel ich auf EU19 gewesen bin, ich denke mal, so lange werde ich den Account jetzt auch nicht mehr halten, aber ein paar Pushes habe ich auf jeden Fall noch vor, hier mit dem Paladin zu machen. Ein bisschen Spaß noch, ein bisschen, die Pilzhütte noch ein bisschen aufräumen hier, ne, dass wir vielleicht noch ein paar Level höher kommen, ne, das ein oder andere Epic-Event mitnehmen und so weiter und so fort. Und genau. Da dann auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Gas geben, denn es ist ja jetzt momentan gerade mein 5. Account, den ich spiele, ne, und das ist mit der Zeit dann wirklich bald zu viel. Ne? Also ich hatte gesagt, EU19 spiele ich noch bis zum LD, der jetzt Ende des Monats kommt. Danach ist für mich hier auch Feierabend so. EU20 werden wir dann auch langsam nachher dann so zum Ende führen, denn, sag ich mal, und dann haben wir wieder unsere Standard-Accounts, sag ich mal, mehr oder weniger, weil das ansonsten halt einfach zu viel wird. So, ne? Dann kommt irgendwann vielleicht dann auch EU21, dann wollen wir da dann nochmal einen Account erstellen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So, ne? Ja, deswegen, das auf jeden Fall dazu, nur so als kleine Info. Ne? Kann auch sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen länger hier bleibe, aber wie gesagt, das mache ich spontan halt eben abhängig. Warum wird mir angezeigt, dass mir die Waffe fehlt, wenn ich die Waffe doch eigentlich habe? Muss ich mich jetzt selbst angreifen? Cool. Das ist ja lustig.
Die blinkt auf jeden Fall. Naja, so viel dazu. Alles klar, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Ja, die Rekorde auf EU20 ist auf jeden Fall nennenswert, muss man wirklich so sagen. Und ja, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.